Let's Play The Outer Worlds Teil 2. Herzlich willkommen, meine Freunde, bei einer weiteren Folge von Let's Play The Outer Worlds. Vielmehr die zweite Folge soll das sein. Und wir waren stehen geblieben. Stirb, Rob oder Ludwig möchte das. Ja. Ich muss erst mal das Passwort von diesem Reed Tobson erlangen, um diesen nehmen. Aber wir können natürlich das bebilderte Handbuch. Dieser Pfarrer hier, ja, Vikar Max DeSoto, hat dich gebeten, ein verbotenes, ketzerisches Buch zu finden. Das Tagebuch von M. Bakanu. Aufgabe bis ins Grab. Ich würde mal sagen, wir treiben Schulden ein. Machen wir mal diese Aufgabe hier. Wir treiben für den Totengräber jetzt mal ein paar Schulden ein. Wir schauen auf die Uhr, weil ich will die Folgen nicht mehr so lange halten. Ja, dann passiert zwar weniger, aber meine Güte. Ist ja wurscht. Also, sollen wir uns schon richtig gut umgucken? Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier rein. Was ist denn das? Saltuna Cannery. Das ist also die Thunfischdosenfabrik. Da kann man einfach rein. Man könnte jetzt hier wahrscheinlich Terminal benutzen. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eine Anlage von Spacer's Choice. Protokolle. Die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Ja gut. Was klauen? Weiß nicht. Schauen wir. Ja, ist halt eine Fabrik hier, ne? Wo führt es mich denn hin? Dann Nuff. Ja. Hier, ja genau, du bist Phyllis Granger. Mrs. Granger? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Du bist dann wohl die Vorarbeiterin, ha? Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Okay, Grabgebühren. Ich bin hier, um sie einzutreiben, Mrs. Granger. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet, fällt mir gerade auf. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Oh. Nett von dir. Irgendwie. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Shame though. Du meinst, Eugene hätte sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Muss hart sein, Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht vorher gesagt, du wärst seine nächste lebende Verwandte? Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Okay. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice.
Boah, er war ein Mensch und kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all, as Adams be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten, ha, Mrs. Granger. Gut. Geklaut. Terminal, Edgewater Saltuna, Nachrichten. Willkommen, Phyllis Granger. Von Reed Tobson. Reed Tobson. Phyllis, angesichts deiner guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Aha. Arzneiprivilegien. Bitte teile deine Arzneiration unter keinerlei Umständen einem anderen Arbeiter mit. Wir sitzen alle im selben Boot. Okay, persönliche Dateien. Passwort. Hacken 5 überbrücken. Okay, Passwort. Neuling, Passwort akzeptiert. Theodor letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Hab drüber nachgedacht. Weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor. Erledigt eure Arbeit, kommt pünktlich, lächelt. Dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Ein guter Anfang. Tja. Okay. Terminal. Mitteilungen, Fundsachen. Eine linke Hand am Handgelenk abgetrennt. Geringfügige Knochenschäden. Leute, das ist schon unsere zweite ungeplante Amputation in ebenso vielen Monaten. Bitte geht beim Umgang mit Maschinen vorsichtig und sicherheitsbewusst vor. Okay. Da geht's ganz schön ab hier bei der Saltuna Cannery. Only you can protect fourth quarter profits. Verkaufsautomaten, Kühlschrank. Bier mitnehmen. Oh fuck! Oh. Oh fuck. Lügen, gar nichts. Einschüchtern, überzeugen. Ich wollte gerade gehen, ich habe aber überzeugen noch nicht so viel, oder? Just don't make any trouble. Dein Ruf bei einer Fraktion hat sich verändert. Wie ist denn mein Ruf jetzt hier? Neutral. Na ja, gut. Hier kann man ja einiges mopsen, aber die habe ich nicht gesehen, diese Mitarbeiterin. Wir müssen noch mehr Grabgebühren eintreiben. Da ist dieser Martin Abernethy, der ist aber ein Sonderfall. Wir gehen erstmal zu Conrad Sadiq, der irgendwo anscheinend hier im Barbershop ist. Barbershop. Du bist sogar der Barber selber, stimmt. Wurde ja gesagt. Hallo, Conrad. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop. Ich habe immer noch dieses Outfit an. Off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene.
Cleanliness is next to lawfulness. Mhm. Du kannst meine Hände gerne von nahem sehen. Ah, das ist so eine Drohung hier, ne? Hier. Schmeling, Totengräber. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, okay. Moment, du tust was mit meinen Überresten? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Mhm. Zum Thema Beerdigungen. Silas wollte, dass ich deine Steuern eintreibe. Ah, gravesite fees. Gravesite Silas fees. and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Was für ein Auftritt, Conrad. Du solltest Schauspieler werden. Thank you, no. I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Augenblick. Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Stell Silas doch einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt, was du als Pfand hinterlegen könntest, ha? Much obliged. Okay. Conrad ist einer derjenigen. Conrad meint, ja, könnte ich sagen, du sollst vielleicht. Achso, ich sollte das Silas erzählen. Gut, ich könnte natürlich auch gucken, ob du irgendetwas Besonderes hast. Wo geht's denn da hin? Toller Wissenschaftler. Was ist das? Untersuchen. Brief von Phyllis. Conrad, Rezeptionist hat sich erschossen, das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacers Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke oder so. Aha. Wackele mit den Augenbrauen. Okay. Du hast eine Notiz, vielleicht könntest du die darauf Grabgebühren zu bezahlen. Ja, natürlich. Warte mal, du linker Hund hier. Machen wir hier die Tür zu. Klauen wir hier mal ein bisschen was. Gut. Conrad? What can I do for you? Pass auf. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? Oder du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich ja auch ein wenig aus. Was soll das sein? Oh,
Am I in the company of a fellow doctor? Du bereitest also Leichen für ihre Beerdigung vor. Ein ziemlich spezifischer Arbeitsbereich. You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? Nein, ich hab... Ship, dear me. Jetzt habe ich falsch gedrückt. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what Ich will doch nicht mein Schiff when you let your reparieren. imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Ich bin dem Vikar bereits begegnet. And he allowed you to wander around town spreading your pernicious fantasies about repairing ships? My opinion of him approaches its nadir. Du scheinst ihn ja nicht sonderlich zu mögen, den Vikar Max. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Ich möchte noch gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. Was weißt du über diese Seuche? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome dieser Seuche, dieser Plague? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Warum behandelt ihr nicht alle eure Arbeiter? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Und wessen Idee war das? Mr. Tobson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Ja, der wird ja immer interessanter, dieser Reed Tobson. Du scheinst ja ziemlich begeistert von diesem Ort zu sein, ne? Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Klingt ganz schön anstrengend. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. Das war erstmal alles, aber ich will doch What eigentlich... can I do for you? Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Nee, ich kann Gedanken lesen. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open. Ja. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Dir bleibt nichts anderes übrig. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Ein IOU, ein Schuldschein. Ja, ich habe gehört, Eugene hätte sich umgebracht. Was ist passiert? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Okay. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. Paranoia drove him to take his own life. Das ist ja schrecklich. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report.
I'd like to think I've saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with the suicide. Auf Wiedersehen. Das ist ja sehr interessant alles, ha? So langsam kriegen wir einen Einblick, wie das hier läuft in Edgewater und was das mit der ganzen Spacer's Choice Geschichte auf sich hat. Richtig begeistert davon bin ich nicht. Ja, also medizinische Behandlung scheint ein Privileg zu sein. Selbstmord ein Verbrechen, für das die Gemeinschaft aufkommen muss. Hey du, Martin Abernathy, mir wurde gesagt, du bist ein bisschen ein Problemfall. Schauen wir mal, ob du vernünftig bist. Oh, sweet merciful law. The marauders in my domicile. Ah, ich muss mich umziehen. Jeder hält mich für einen Marauder. Hey, immer mit der Ruhe, ich bin kein Plünderer. Oder Handfeuerwaffen. Mit der Waffe wählen, rück all deine Bits raus. Please don't kill me. I still gotta pay my gravesite fees. Ah, Wait a second. I heard marauders don't talk much. You can talk just fine. Mr. Tobson sent you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Tobson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. immer mit der Ruhe, Mr. Tobson hat mich nicht geschickt. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Du bist also Martin Abernathy? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Ich suche nicht nach Streit, ich bin nur hier, um deine Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Lügen. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. Du hast die Seuche, I'm oder? long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich helfen? Das ist gut. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Anthracillin. Stronger than what we got anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Ja, mach ich. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte, wenn ich da schon einbrechen soll? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Ah, okay. Probably tracking mud all over the archives. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist dir schon klar, oder? I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but never did find my courage. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Okay. Dann werden wir jetzt mal zum Silas zurückgehen und ihm alles mitteilen, was wir so beim Grabgebühren eintreiben mitbekommen haben. So, mein Freund. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients.
Wir müssen über Eugene sprechen. Yeah? What about him? Du zuerst. Ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Oh, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Seine Goldzähne, die könnten was wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone, spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Okay. Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Wegen der Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Alles erledigt, Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Da. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen. And I'll buy you a drink sometime. Ich habe da eher an harte Währung gedacht. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Er dachte, du wüsstest, dass er die Seuche hat. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Muss ich noch was anderes fragen? Yeah? Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Aha. Die Marauders. Worauf sind sie aus? Beute? Falls du ein Problem mit den Plündern hast, kann ich mich gerne darum kümmern. Biete ich mich mal an. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. He pays for marauders by the finger. Okay. Hast du eine Idee, wo die Plünderer herkommen? Couldn't tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Avoid it. Shouldn't have said that either. Look, forget I said anything. Danke für deine Zeit. Okay. Tja. Dann schauen wir mal. Tagebuch. Nebenaufträge. Stirb-Roboter. Sprich mit Reed. Das bebilderte Handbuch. Bis ins Grab. Ach, das ist abgeschlossen, Entschuldigung. Der Vikar Max DeSoto mit seinem ketzerischen, verbotenen Buch. Max meint, das Tagebuch habe ich sich zuletzt im Besitz eines Buchsammlers gefunden. Dann gehen wir doch da mal hin. Oh. Das in der Stadt, in Edgewater. Gehen wir einfach nochmal nach Edgewater rein. Weiß nicht, wie lange wir die Folge. Also eigentlich wäre jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, rum, oder? Für eine Folge. Aber. Ja, nee. Muss nicht innerhalb der Stadt. Melty Queen examined. Gut. Dann marschieren wir halt hier entlang. Domizil des Sammlers.
Wir gehen noch nicht einfach so in Häuser rein, würde ich sagen. Wir gehen jetzt einfach mal, ja, da vorne ist das Domizil des Sammlers. Der hat wohl dieses Buch, auf das unser guter Vikar Max drauf abfährt. Also schauen wir mal. Hey, Moment mal! Plünderer! Was macht ihr denn hier? Seid ihr wahnsinnig? Oh, Anführer. Ei. Oh fuck. Okay, dann haben wir das auch mal erlebt, wie das ist, hier zu sterben. Nee, Moment mal. Doch. Wir bringen das gleich in Ordnung. Inventar, immer so anders. Was haben wir denn hier noch? Granatwerfer. Ist das nicht doll? Und das hier? 180 pro Sekunde. Also ich rüste mich hier mal anders aus. Granatwerfer. Und das ist vielleicht gar nicht verkehrt hier. Ich weiß nicht, ob wir da gleich mit einem Granatwerfer anwackeln sollen. Schauen wir mal. Aber warum eigentlich nicht? (48, 30), wie ist denn das hier? 30, 30? Nein, wieso habe ich da 48 drin? Ach so, 48 Granaten passen da rein. Und dann habe ich noch 30 über. Soll ich jetzt einfach mal eine Granate hinschießen? Okay. Das ist ja... Oh, ich habe jemanden getroffen. Ah, okay. Jetzt habe ich schon nichts mehr hier. Opa! Nein! Oh, Gott im Himmel. Eieiei. Was vergeige ich denn da alles? Also gut. Andere Taktik, ne? Braucht eine andere Taktik, ist ja klar.
F kann ich mich heilen. So, ich komme jetzt mal von dieser Seite. Ich werde aber auch schleichen. Haben wir jemanden getroffen? Verlassene Außenposten. Ja, schauen wir mal, ob da jemand ist. Okay, fuck. Macht die mir gar nichts aus? Aha. Okay. Okay. Gut. Dann sammeln wir mal hier ein. Findet man nicht alle Leichen, ne? Seltsam. Da ist noch einer. Ja, den habe ich schon. Hier ist ein Mülleimer. Bildmodul, okay. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Der Chef von denen, ne? Da habe ich den. Hier. Plünderer Schläger. Gut. Plünderer Schläger. Auch tot. Wegdietrich, Rüstungsteile. Dann knacken wir das hier. Gut, gut. Ein Ring. Was haben wir hier noch? Nix. Nix. Canary. Canary. Was zum Sammeln? Nicht so richtig. Kleine Nachrichten. Edgewater, Clement. Ich kann deine Theorien über die Stellung des Erdenrats im Kolonialsystem keinesfalls zustimmen. Zwar erkenne ich durchaus die Eröffnung neuer Möglichkeiten durch den Vorstand an. Meiner Meinung nach würden Halcyon und alle anderen Kolonien am Rande der Galaxie leider zugrunde gehen, würde der Erdenrat keine Handelsregularien aufstellen. Okay.
schwere Munition. Domizil des Sammlers. Brief des Sammlers. Ich habe heute das Schreiben bekommen. Die Konzernleitung ordnet meine Umsiedlung zur Edgewater Konservenfabrik an mit sofortiger Wirkung. Aha. Aber von meiner Büchersammlung kann ich mich einfach nicht trennen. Die Bücher sollten nicht in einem Verschlag für Schmuggelware vor sich hin modern. Also habe ich sie alle in einer Höhle drüben am Fluss versteckt. Na dann, das ist doch mal eine Info, ha? Gut. Hier oben. Munition. Kann ich nicht hin. Nahe am Fluss. Gut, dann lasst uns da mal. Da ist ja noch einer. Da hinten sind ja noch welche. Wo habe ich denn den jetzt gesehen? Da vorne. So mache ich das. Nehme ich alles mit. Was habt ihr hier in eurem Lager? Wo ist die Höhle? Hier müsste dann eine Höhle sein und da ist auch eine Höhle. Und was finden wir hier? Sind da auch schon Marauder? Ah, okay, das dachte ich mir. Tagebuch von M. Bakanu. Weg die. Alles mitnehmen hier. Jawohl. Das sind Minen, vorsichtig. Okay. Dann bringen wir das Buch zurück. Oder was heißt zurück? Wer schießt? Oh Mann! Okay. Gut. Gute Action. Gefällt mir. Gut. Ah, der Möter hat nichts. Ich finde die Leichen immer nicht.
Waren doch jetzt mehr als 2. Egal, komm, wir bringen das jetzt zurück. Entschuldigung. La 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 la. Also, wieder nach Edgewater rein. Und jetzt schnell zum Vikar. Vikar in a Tutu. Kennt jemand das Lied? Ein tolles Lied. Und jetzt mit. Vikar in a Tutu, der ist irgendwo hier drin, oder? Jawohl. Max. Any progress on that matter we discussed? Ja, ich habe dein Buch. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Spacer's Choice ist jetzt angehen. Du wolltest dieses Buch nicht, um andere davon abzuhalten, es zu lesen. Du wolltest es für dich selbst. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Jetzt kannst du kein Französisch, ne? Wasted. Wieso dachtest du, dass dieses Buch die Geheimnisse birgt, nach denen du suchst? Bakanu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Was bedeutet philosophistisch? Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakanu's thoughts came more than a century after his death. Ein Vikar, der nach einem verbotenen Buch sucht, ist ein schlechtes Vorbild, oder? The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakanu journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Was? Der will bei mir anheuern? Was ist dabei für mich drin? Free spiritual counseling, Toll. some back, not to mention a grown-up in the party. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Hacker, Schläger, Wicker. Klingt gut, gehen wir. Fantastic. Let me get my things in order, and I'll catch up with you. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Und mit dem Stufenaufstieg machen wir hier Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Servus.